Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silvers Cocktailwissen. Heute schauen wir uns an, wie man den Butterrum macht, den ich zum Beispiel in Folge 109 für mein Winterhauch-Rezept 2019 verwendet habe. Butterrum ist, wie der Name schon sagt, ein mit Butter aromatisierter Rum. Nun ist Butter aber ein Fett und da haben wir ein kleines Problem, denn Fett vermischt sich mit Alkohol genauso gut wie mit Wasser, nämlich gar nicht. Hier wunderschön illustriert mit diesem Shot vom Channel Cocktail Chemistry, wunderbarer Shot, der genau diese Problematik zeigt. Aber wenn es da keine Lösung für dieses Problem gäbe, dann hätten wir dieses Video hier nicht. Wir werden also jetzt hier einen von mehreren Tricks anwenden, die man benutzen kann, um Alkohol mit Fettaromen zu aromatisieren, und diese Technik nennt sich, wie auch im Titel schon zu sehen, Fatwashing oder Fettwaschen zu gut Deutsch. Bei dieser Technik wird der Alkohol nicht dauerhaft mit dem Fett vermischt, da gibt es auch Techniken für, die gucken wir uns ein anderes Mal an. Nein, hier wird quasi nur das Aroma aus dem Fett herausgewaschen, daher der Name. Was brauchen wir dazu? Nun, zuallererst brauchen wir dazu Rum, wir wollen ja schließlich einen Butterrum herstellen, und Butter. Zu den exakten Maßen komme ich gleich. Als Werkzeug brauchen wir im Wesentlichen im ersten Schritt nur ein solches verschließbares Glas, ein Marmeladenglas oder irgendwas ähnliches. Für dieses Rezept nehmen wir 150 Milliliter unseres dunklen Rums und stellen die erstmal noch zur Seite. Dann kommen wir zur Butter. Das sind 50 Gramm Butter, aber so am Stück nutzen die uns natürlich nichts. Wir müssen die Butter erst einmal schmelzen. Dazu kommt die Butter in einen Topf und wird dann bei mittlerer Hitze schön vorsichtig erhitzt und geschmolzen. Wer möchte, kann auch noch einen Schritt weiter gehen und die Butter ein bisschen anbräunen. Das heißt, sie bleibt, auch wenn sie komplett geschmolzen ist, noch ein bisschen auf der Hitze. Das Wasser innerhalb der Butter verdunstet und die zurückbleibenden Feststoffe werden leicht angeröstet. Dadurch wird die Butter etwas dunkler von der Farbe her, deswegen nennt man das Ganze auch Anbräunen. Und sie entwickelt dadurch Röstaromen, die das Ganze mit einem leicht nussigen Aroma versehen. Daher spricht man im Deutschen da auch von Nussbutter. Im Englischen hat sich der einfachere Begriff Brown Butter dafür eingebürgert. Ist optional, ist aber von der Aromaseite her durchaus empfehlenswert, das zu machen. So oder so, unsere flüssige und gegebenenfalls angebräunte Butter kommt dann zu dem Rum in das Glas und wie man sieht, sie sammelt sich schon direkt oben ab und vermischt sich nicht wirklich gut damit. Wir nehmen das jetzt erstmal so hin und verschließen das Glas gründlich und schütteln es leicht durch. Wie wir sehen, die Butter vermischt sich auch weiterhin nicht wirklich mit dem Rum, sondern es sind jetzt ganz viele kleine Butterpartikel, die in dem Rum schwimmen, aber sich relativ langsam wieder nach oben ansammeln. Durch das Schütteln hat sich jetzt allerdings die Oberfläche der Butter innerhalb des Rums stark vergrößert und das wiederum bietet dem Rum jetzt mehr Angriffsfläche, um die Aromabestandteile aus dem Fett herauszulösen. Wir wissen, Alkohol ist ein Lösungsmittel und sehr gut darin, Aromen aus anderen Stoffen herauszulösen, und genau das passiert jetzt hier mit den Butterpartikeln in unserem Rum. Über die nächsten 30 Minuten werden wir deswegen das Glas jetzt immer wieder leicht durchschütteln, damit sich die Butter wieder im Rum verteilt, sich die Oberfläche erhöht und der Rum die Gelegenheit hat, Aromen aus dem Fett herauszulösen. Nach den ersten 30 Minuten, in denen wir regelmäßig geschüttelt haben, lassen wir das Glas danach für weitere 30 Minuten ruhig stehen und das Fett kann sich dann wieder oben an der Oberfläche sammeln. In dem Fall wollen wir das jetzt sogar so haben, denn wir müssen es ja dann irgendwann wieder vom Rum trennen. Nach 30 Minuten kommt das Glas dann für ein paar Stunden in den Tiefkühlschrank, sodass die Fettschicht, die sich gebildet hat, zu einer festen Oberfläche gefrieren kann. Wenn wir dann nach ein paar Stunden das Glas wieder aus dem Tiefkühlschrank herausnehmen, haben wir diesen wirklich festen Fettdeckel oben drauf, in den wir dann mit einem Messer oder was ähnlichem ein Loch hineinbohren können, durch das wir den Rum, der sich darunter abgesetzt hat, dann aus dem Glas herausbekommen. Wir filtern ihn bei dieser Gelegenheit auch direkt, denn es ist nach wie vor einiges an festen Fettpartikeln in dem Rum enthalten und die wollen wir noch rausbekommen. Zunächst einmal relativ grob mit einem solchen Teefilter, um die gröberen Partikel rauszufiltern. Und dann im zweiten Schritt schicken wir das Ganze noch einmal durch einen Kaffeefilter hindurch, der dann auch die feinsten Fettpartikel zurückhält. Das Filtern mit dem Kaffeefilter kann dann gut und gerne je nach Menge mal eine Viertelstunde bis halbe Stunde dauern. Bitte an dieser Stelle auch nicht wundern, dass das auf einmal nach so viel aussieht. Ich hatte noch eine zweite Fuhre Butterrum übrig, die noch nicht gefiltert war, und die habe ich dann bei dieser Gelegenheit hier direkt noch mit durch den Kaffeefilter gejagt und deswegen ist da auf einmal so viel Rum da.
Sobald das Filtern dann fertig ist, müssen wir es nur noch in einen verschließbaren Behälter abfüllen und danach hält es sich im Kühlschrank für eine ganze Weile, dadurch, dass der Rum ja einen relativ hohen Alkoholgehalt hat, 40 Volumenprozent so ungefähr, kann da auch nicht viel dran schlecht werden. Das hier wäre jetzt die Variante mit Butter und Rum. Nach dem gleichen Prinzip kann man aber auch andere Fettaromen in Alkohol hineinbekommen. Ein klassisches Beispiel wäre das Aromatisieren von Bourbon Whisky mit Baconfett, was dann beispielsweise für Rezepte wie einen Bacon Old Fashioned benutzt werden kann. Und das war's damit von meiner Seite für dieses Video. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen und zu hören. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut und Prost!